Herzlich willkommen in einem der bekanntesten Skigebiete der Alpen. Herzlich willkommen in Sölden. In diesem Video verschaffen wir euch einen Überblick über das Skigebiet. Wir zeigen euch, was euch erwartet, wenn ihr hier in den Skiurlaub herkommt, welche Pisten sich lohnen, welche Einkehr sich besonders lohnt. Und am Ende des Videos verrate ich, welche Vor- und Nachteile rund um Sölden ich persönlich sehe und für wen es sich lohnt. Also nichts wie auf in diesen Skitagen. Was für eine Abfahrt! Wow. Skifahren ist das Beste. Wir starten unseren Skitag und auch die Erkundungstour hier an der Bergstation der Gigijoch-Bahn auf 2283 Metern. Und natürlich werden wir uns später auch noch einen Überblick über die verschiedenen Bergbahnen, die Pisten und Co. an einem Pistenplan verschaffen. Doch jetzt heißt es erstmal einfahren und das auf diesen breiten Pisten hier am Gigijoch. Ihr seht sie hinter mir. Verschiedene Sessellifte transportieren euch bergauf und dabei eignet sich das Gelände hier insbesondere für Einsteigerinnen und Einsteiger, für Fortgeschrittene, um die Skitechnik zu trainieren oder eben um sich warm zu fahren. Das machen wir jetzt. Rein in die Ski und auf geht's. Wow! Was für ein traumhaftes, breites Gelände und das bei purem Sonnenschein. Zeit für die Orientierung. Wo sind wir überhaupt? Sölden ist ein österreichischer Wintersportort, genauer gesagt im Ötztal in Tirol gelegen. Und wenn ihr dann hier seid, dann seht ihr diesen Pistenplan. Ganz schön groß. Die Fakten des Skigebiets habe ich euch hier seitlich eingeblendet. Ich würde das Skigebiet in 3 Teilbereiche unterteilen. Auf der einen Seite das Gigijoch, wo wir heute Morgen unterwegs waren, sind blaue Pisten, um sich perfekt einzufahren, familienfreundlich, gut für Anfängerinnen und Anfänger. Dort ist auch der Ort Hochsölden gelegen, wo ihr auch übernachten könnt auf über 2000 Metern Höhe. Dann geht es weiter mit dem Bereich der Gletscher, und zwar der Tiefenbach-Gletscher und der Rettenbach-Gletscher. Dieser Bereich ist insbesondere für sportliche Skifahrer mit breiten Gletscherpisten sehr, sehr gut, auch schon früh in der Saison, denn hier trainiert die Weltelite und es ist eben auch der erste World Cup der Saison, der dort oben an der Schwarzen Schneid gefahren wird. Das schauen wir uns später an. Und was dort auch ist, das ist die längste Skipiste des Gebiets und auch Österreichs. 15 Kilometer von 3340 Metern oben am Berg bis hinunter ins Tal, und zwar an die Geislach-Kogel-Talstation. Und wo ich schon von Geislach-Kogel spreche, das ist der dritte Teilbereich des Skigebiets mit vielen sportlichen Skipisten für eben die ambitionierten Skifahrerinnen und Skifahrer unter euch, die auf roten und schwarzen Pisten gerne zu Hause sind. Und dort ist auch das 007 Elements mit dem Ice Cube, ein besonderes Gebäude, was eben in James Bond Spectre vorgekommen ist. Das werden wir uns gleich im Video auch noch ansehen. Aus dem Ort Sölden führen euch 2 Bergbahnen hinauf, und zwar einmal die Gigijoch-Bahn, die wir heute Morgen genutzt haben, und die Geislach-Kogelbahn, die wir auch noch nutzen werden. Und der Ort ist eher länglich gezogen, bietet einiges an Après-Ski-Kultur, wie zum Beispiel dem Fire and Ice, der Schirmbar. Da gibt es auch einiges, was unten eben in Richtung Partyszene los ist. Das werden wir im Video nicht so stark beleuchten, aber ihr könnt eure Erfahrungen damit gerne mal unten kommentieren. Wenn ihr in Sölden unterkommen wollt, dann ist es eher ein höheres Preisniveau in den Übernachtungspreisen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, früher im Tal, zum Beispiel in Lengfeld oder etwas weiter in Zwieselstein unterzukommen. Das ist preislich noch mal ein bisschen attraktiver und ihr habt dabei auch die Möglichkeit, verschiedene andere Skigebiete in der Umgebung zu befahren, wie zum Beispiel Gurgel, Fendt oder auch Hochötz. Für uns geht es jetzt weiter zum Skifahren und auch zu einer besonderen Einkehr der Gampetaya. Das zeigen wir euch. Kommt mit!
Und da kommen wir an der Gampetaya, ein richtig schöner Ort, um einzukehren, eine Almwirtschaft, insbesondere auch zum Frühstück sehr gut. Und da werden wir uns gleich einen leckeren Cappuccino holen. Und wir haben uns neben dem Cappuccino auch für einen Kaiserschmarrn entschieden. Schaut euch das hier an, ein Traum. Richtig mit dem Dampf hier gerade und das in der Kulisse an der Hütte. Heiß und lecker. Okay. Gut gestärkt geht es jetzt weiter zum Skifahren. Absolute Empfehlung hier, insbesondere der Kaiserschmarrn hat auch sehr gut geschmeckt. Und für uns geht es jetzt zum höchsten Punkt des Skigebiets hinauf zum Gletscher. Und da fahren wir auch eine besondere Abfahrt, nämlich die längste Skipiste Österreichs. Wie das Ganze aussieht, das sehen wir jetzt. Kommt mit. Auf mit uns! Jetzt hier mit der Langeckbahn bewegen wir uns langsam weg vom Gigijoch hin zum Gletscherskigebiet. Das seht ihr ganz da hinten gelegen. Und hier vorne ist dann der Geislachkogel. Hier oben links seht ihr auch die Bergstation vom Ice Cube. James Bond 007 Ausstellung werden wir gleich auch noch hinfahren am Ende dieses Videos. Und was hier auch ist, das seht ihr jetzt, ein breites Feld, was auch im Sommer mit dem Mountainbike zu befahren ist, nämlich auf der All-Weite-Line. Das habe ich damals mit Basti auch schon mal gemacht. Mountainbike-Trails, die hier genau unter uns gerade herfließen und auf denen man dann auf 2 Rädern im Sommer unterwegs sein kann. Jetzt sind wir in der Kabinenbahn in Richtung Gletscher und was ihr dort auch machen könnt, das ist die Big 3 Rally. Und zwar die 3 höchsten Gipfel des Gebiets, 3 3000er, das macht Sölden auch sehr besonders. Es gibt kein anderes Gebiet in Österreich, was 3 3000er im Skigebiet eingefasst hat. Das ist einmal der Geislachkogel, da drüben werden wir später hinfahren, der Rettenbachkogel und die Schwarze Schneide, der höchste Punkt, da werden wir jetzt direkt hinfahren. Angekommen am höchsten Punkt des Skigebiets, hier oben an der Schwarzen Schneide auf 3340 Metern. Und hier habt ihr diesen Ausblick. Raus bis nach Südtirol. Wir sehen den Langkofel, wir sehen die Dolomiten, wir sehen aber auch den Granatenkogel da oben und den Hohen First. Also sehr spannende Ausblicke, die ihr habt. Ein paar Bilder, Impressionen dazu, die seht ihr jetzt. Und dann geht es für uns zum Skifahren durch einen Skitunnel. Kommt mit. Der direkte Weg auf die Sonnenseite. Das hört sich doch gut an. Da hat das Schild nicht zu viel versprochen, der direkte Weg auf die Sonnenseite. Hier nochmal breite Gletscherpisten und die nutzen wir jetzt. Kommt mit. Oh, ein Traum. Angekommen hier oben an der Bergstation der Tiefenbachbahn auf 3249 Metern und damit habt ihr Punkt 2 der Big 3 Rally erreicht und auch diese Aussichtsplattform, die in luftiger Höhe schwebt, also über dem Boden, muss man ein bisschen schwindelfrei sein. Der Ausblick ist aber auch gewaltig, den zeigen wir euch. Kommt mit. Und weiter geht's zum Skifahren. Schaut euch das an.
Das war Spaß. Wieder ganz oben angekommen und jetzt geht es auf die längste Abfahrt des Tages. 15 Kilometer. Wir tracken das auch mit GPS. 360-Grad-Kamera auf der Brust. Lukas hinter den Kulissen. Dann lasst uns mal krachen. Mal schauen, wie lange wir brauchen bis ganz runter. Da brennen die Oberschenkel, insbesondere im oberen Bereich. 17 Minuten haben wir gebraucht für die 1900 Höhenmeter nach unten. Und man muss teilweise sagen, da ist die Skipiste eher ein Ziehweg, also zieht sich lang. Es gibt aber auch Abschnitte wie die World Cup Piste, die richtig brutal sind, schön schwarz markiert. Wenn ihr euch den World Cup Hang mal genauer ansehen wollt, dann haben wir dazu auch ein komplettes Video erstellt. Das findet ihr hier oben verlinkt. Und was ihr auch schon gesehen habt, jetzt beim Reinfahren hier nach Sölden, das erste Après-Ski-Lokal, das Finale haben wir gerade gesehen. Jetzt stehen wir an der Geißlach-Kogelbahn und mit der fahren wir hoch. Leider gibt es eine Nachricht, nur Fußgänger dürfen bis zur Bergstation hinauf. Das heißt, oben sind die Pisten noch nicht bereit. Was aber Fakt ist, wir fahren jetzt mal hoch und nutzen diese Gondelbahn, die eben auch im James Bond Spectre zu sehen war. Und das Gebäude oben mit dem Ausblick, das wollen wir uns angucken und die Big 3 Rally abhaken. Hoch! Angekommen hier oben am Geißlach-Kogel, 3040 Meter und einen Ausblick, der sich gewaschen hat. Zusätzlich hier das Eiskü, ihr seht das Gebäude, besondere Architektur, sehr viel in Glas gehalten und dieses Gebäude kommt ja eben auch im James Bond Spectre vor, ist im Film ehrlicherweise viel pompöser, mächtiger dargestellt, aber auch so ist es schon eine besondere Architektur mit dem Blick raus in Richtung Gurgel, Richtung Timmelsjoch, Südtirol. Wir blicken auch raus in Richtung Stubaier Alpen, das kann also schon richtig was. Und wenn ihr Hunger mitgebracht habt, dann könnt ihr da auch einkehren in einem Gourmet-Restaurant, wo man wirklich fantastisch sitzt. Das schaffen wir gerade aufgrund der Zeit nicht, aber wir zeigen euch verschiedene Aufnahmen von hier oben und dann geht es wieder runter zum Skifahren. Hektik. Einen wichtigen Lift müssen wir noch erwischen, um euch das Skigebiet vollständig zu zeigen. Und dafür haben wir jetzt noch 4 Minuten. Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Letzter Lift erwischt. Sauber. Ja, wir haben alles gegeben, richtig gesprintet. Danke an euch beide. Emma, Lukas hinter den Kulissen heute. Und jetzt ziehen wir das Video genauso zu Ende, wie wir es geplant haben. Also auf geht's, die letzten Abfahrten. Und jetzt noch im Sonnenuntergang unterwegs, die letzten Kurven des Tages in den Schnee ziehen. Und dann zeigen wir euch noch eine kleine Einkehr und ziehen das Fazit. Ein umfassender, großer Skitag geht zu Ende. Wir haben euch Sölden als gesamtes Gebiet gezeigt und jetzt möchte ich einmal mal Fazit ziehen. Für wen lohnt sich dieses Skigebiet? Zunächst einmal sehe ich Sölden als sehr schneesicheres Skigebiet an. Aufgrund der Höhenlage und auch der beiden Gletscher könnt ihr schon früh in der Saison fahren, aber auch bis weit und spät in der Saison.
Zudem, und das habt ihr heute gesehen, ist es ein weitläufiges Skigebiet mit anspruchsvollen Pisten, aber auch mit einfachen Pisten, wie oben am Gigijoch. Das heißt, die verschiedenen Könnenstufen kommen hier auf ihre Kosten. Was ich jedoch nicht so stark sehe, ist die Familienorientierung. Ich sehe Sölden eher als ein Performance-Skigebiet an, wo insbesondere, haben wir heute auch viele gesehen, Männergruppen, Freundesgruppen unterwegs sind und das dann schlussendlich auch mit Après-Ski. Also wenn ihr hier in Sölden seid, solltet ihr euch auf jeden Fall auf Après-Ski unten im Ort einstellen. Da läuft Musik, da ist was los. Das ist ganz klar einmal hier gesagt. Wenn ihr noch weitere Hinweise oder Fragen rund um das Skigebiet hier in Sölden habt, packt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Da können wir uns gut austauschen. Und für uns geht es jetzt hier in die Panorama-Alm zum Abschluss des Tages. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank an Emma und Lukas hinter den Kulissen. Für euch ist ein nächstes Video genau hier verlinkt. Direkt reinschauen. Wir sehen uns da wieder und euch eine super Skisaison, vielleicht auch in Sölden. Tschüss!